Ihr habt Bock auf Automatisierung? Dann seid ihr bei Jumo genau richtig. Ich bin der Jonas und ich möchte euch heute etwas über Node-RED erzählen. Los geht's! Ich möchte euch heute ganz kurz Node-RED in Verbindung mit dem Varitron 500 vorstellen. Node-RED ist ein browserbasiertes Softwareentwicklungstool, welches den Programmablauf visuell darstellt. Programmiert wird mit sogenannten Nodes, das sind diese Funktionsblöcke hier. Diese werden einfach per Drag and Drop miteinander verdrahtet und können mit einem Klick übersetzt und ausgeführt werden. Es gibt eine große Online-Bibliothek dieser Knoten, die ich frei verwenden kann. Der Programmcode kann einfach importiert und exportiert werden und ich kann ihn somit mit anderen ganz einfach teilen. Kurz etwas zur Geschichte. Entwickelt wurde das Ganze von IBM Anfang der 2013er und wird unter der MIT-Lizenz vertrieben. Das ist eine freizügige Open-Source-Lizenz. Das Ganze basiert auf dem Prinzip Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Wie bekomme ich jetzt meine Prozesswerte in Node-RED hinein? Hierzu stehen verschiedene vorgefertigte Nodes zur Verfügung, zum Beispiel für Feldbusse, Netzwerkprotokolle oder auch Dateien. Verarbeiten kann ich meine Prozesswerte dann mit vorgefertigten Funktionen, zum Beispiel Grenzwerte oder Mittelwertbildung. Ich kann aber auch ganz einfach eigene Funktionen schreiben. Ausgegeben werden kann das Ganze an Datenbanken, E-Mail, SMS oder in ein Dashboard und natürlich auch in eine Cloud. Node-RED ist bereits werkseitig auf dem Varitron 500 installiert, da muss ich also nichts weiter tun. Die Verbindung zu Codesys erfolgt über OPC UA oder Modbus TCP und kann somit meine Prozesswerte in Codesys lesen und schreiben. Zukünftig wird es spezielle Jumo-Nodes geben, mit denen ich dann einfach Jumo-Geräte anbinden kann oder einen direkten Zugang zu Varitron 500 Prozessvariablen erhalte. Wenn ihr mehr über Node-RED im Allgemeinen erfahren möchtet, kann ich euch die Seite nodered.org empfehlen. Hier erhaltet ihr unter Documentation eine Vielzahl von Informationen und auch Beispielen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben oder schreibt eure Fragen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.